トヨタはね、やはりどの国に対してもこの街一番として選ばれる会社を目指しています。Why make this really fast car that's crazy fast and everything? And I think there is something that's quite important to the future of sustainable energy, which is that we got to show that an electric car is the best car. Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass Tesla gerade überrumpelt wurde? Und zwar nicht von einer anderen Luxus-Elektrofahrzeugmarke, sondern von Toyota? Das ist richtig. Der Autohersteller, der für seine zuverlässigen Camrys und familienfreundlichen Hybride bekannt ist, hat gerade ein $13.000 Elektrofahrzeug vorgestellt, das den Markt für Elektrofahrzeuge, wie wir ihn kennen, auf den Kopf stellen könnte. Dies ist kein Konzeptauto oder ein ferner Traum, es ist real. Es kommt und es ist für die breite Masse erschwinglich. Stellen Sie sich ein erschwingliches Elektroauto vor, das eine solide Reichweite hat, zuverlässig ist und preislich fast alle Konkurrenten einschließlich Tesla untertrifft. Klingt unwirklich, oder? Bleiben Sie dran, denn das ändert alles. Und hier ist genau We. Toyotas preiswerter Elektro-SUV, eine Verschiebung auf dem Markt für Elektrofahrzeuge. Leistung, Craft, wo es darauf ankommt. Was wäre, wenn der erschwinglichste elektrische Geländewagen der Welt nicht besonders preiswert wäre? Die meisten Autokäufer hätten sich nie vorstellen können, dass sie sich diese Frage stellen würden. Denn in der Automobilindustrie haben sich großartige Leistung und Erschwinglichkeit lange Zeit gegenseitig ausgeschlossen. Billige Autos bedeuteten schwerfälliges Fahrverhalten, langsame Beschleunigung und gerade genug Leistung, um durch eine Autobahneinmündung zu kommen. Toyotas $13.000 teurer Elektrogeländewagen stellt diese Gleichung jedoch völlig auf den Kopf. Und Sie werden vielleicht überrascht sein, was in diesem preiswerten Gerät steckt. Lassen Sie uns zunächst über den Motor sprechen. Das Basismodell dieses Sport Utility Vehicle wird von einem Elektromotor angetrieben, der mehr als 210 PS leistet. In Kombination mit einem Leergewicht von weniger als 3.600 Pfund ergibt sich ein schnelles, wendiges Fahrgefühl, das das Fahren in der Stadt zu einem Kinderspiel macht. Es dauert etwas mehr als 8 Sekunden, um von 0 auf 60 Meilen pro Stunde zu beschleunigen. Obwohl er kein Sportwagen ist er mehr als ausreichend für Wochenendausflügler, Mitfahrgelegenheiten und Stadtpendler, die an jedem Stoppschild Komfort suchen. Auch die Wahl der Batterie ist gut durchdacht. Mit einer nützlichen Reichweite von etwa 220 Meilen pro Ladung kann die typische Lithium-Eisenphosphat-Batterie die meisten täglichen Aktivitäten des Fahrers bewältigen und hat immer noch genügend Kilometer übrig. Doch damit ist Toyota noch nicht fertig. Für Menschen, die häufig auf der Autobahn unterwegs sind oder einen längeren Arbeitsweg haben, gibt es 2 Upgrade-Optionen. Die 80 Kilowatt Batterie der Spitzenklasse übertrifft die 300-Meilen-Grenze, während die 60 Kilowatt Batterie eine Reichweite von etwa 270 Meilen bietet. Diese Zahlen sind vergleichbar mit Elektroautos, die mehr als 3-mal so teuer sind. Außerdem ist der Komfort wichtiger als die Reichweite. Dank der 150 kW Schnellladefunktion können Sie das Fahrzeug in weniger als 25 Minuten von 30% auf 80% aufladen. Das ist genug Zeit für ein kurzes Mittagessen oder eine Kaffeepause. Sie müssen keine langen Umwege mehr in Kauf nehmen oder stundenlang an einer Ladestation warten. Zum ersten Mal ist die Leistung nicht mehr mit den Kosten verknüpft. Und das widerspricht all unseren vorgefassten Meinungen über preiswerte Elektroautos. Doch was passiert, wenn man einsteigt? Hier überrascht er wirklich jeden. Komfort des Innenraums. Damit hat niemand gerechnet. Bevor Sie nicht gesehen haben, was in einem Elektroauto für $13.000 steckt, werden Sie es nicht glauben. Es ist mehr als nur eine Erklärung. Fast jeder Autoliebhaber und Erstkäufer, der einen Blick in das Innere von Toyotas neuestem Meisterwerk wirft, erlebt einen wahren Moment des Erstaunens. Harte Plastikoberflächen. Veraltete Technik und Kompromisse sind überall zu erwarten. Doch Toyota hat etwas ganz anderes geschaffen. Es fühlt sich eher wie eine gezielte Umkehrung all dessen an, was wir von Billigautos erwartet haben, als wie ein Einsteigerprodukt. Die Funktionalität des Innenraums ist nicht der überraschendste Aspekt, sondern weil er ansprechend wirkt. Lassen Sie uns zunächst über den Platz sprechen. Der Versuch, 5 Personen in einem kleinen Stadtauto unterzubringen, ist nicht das Ziel dieses Fahrzeugs. Familien, Berufspendler und Mitfahrgelegenheiten, die auf das Platzangebot im Innenraum angewiesen sind, finden in diesem elektrischen Geländewagen
dessen Proportionen denen des Toyota RAV4 ähneln. Reichlich Platz. Größere Passagiere fühlen sich nicht eingeengt. Die Dachlinie fällt nicht unangenehm ein. Und vorne und hinten gibt es genügend Beinfreiheit. Die Grundlage für den Komfort des Wagens ist dieses Gefühl von Geräumigkeit, das man oft bei viel teureren Autos findet. Das Platzangebot allein ist jedoch nicht ausreichend. Die Art und Weise, wie Toyota diesen Raum nutzt, macht dieses Auto wirklich einzigartig. Die Materialien bieten das perfekte Maß an Weichheit bei der Berührung. Sie müssen nicht mit den Fingern über die Türverkleidung oder das Armaturenbrett streichen und dann zusammenzucken, wenn Sie den spröden Kunststoff spüren. Toyota wählt stattdessen elegante Oberflächen, die sowohl in der Optik als auch in der Haptik zweckmäßig sind, mit Designelementen, die ein Gleichgewicht zwischen Funktionalität und Stil herstellen. Das ist minimalistisch im Sinne von selbstbewusster Zurückhaltung, nicht im Sinne von Sparen. Nichts scheint sinnlos und jede Entscheidung hat einen Sinn. Das Elektroauto von Toyota, ein bahnbrechendes Konzept. Kommen wir nun zur Technik, denn hier widersetzt sich Toyota schamlos den Erwartungen. Im Mittelpunkt des Armaturenbretts steht ein wunderschöner 14 Zoll Touchscreen, der nicht nur durch seine Größe, sondern auch durch seine Klarheit und Reaktionsschnelligkeit besticht. Außerdem überbrückt er die Alterskluft zwischen Digital Natives und denjenigen, die einfach nur die Klimaanlage einstellen wollen, ohne sich durch ein Labyrinth zu kämpfen. Sie ist nahtlos und intuitiv. Das Erlebnis ist überraschend nahtlos, als wäre es direkt aus einem High-End-Markt übernommen worden. Egal, ob Sie Ihre Route überprüfen, Musik streamen oder Ihr Smartphone synchronisieren. Zusätzlich gibt es ein 8 Zoll Display direkt hinter dem Lenkrad, das wichtige Informationen anzeigt, ohne aufdringlich zu sein. Alles ist übersichtlich und schnell erfassbar, einschließlich Batteriereichweite, Geschwindigkeit und Navigationssignale. Das ist unterhaltsam und den Digital Natives vertraut. Anstatt weniger technikaffine Fahrer zu vergraulen, fühlen sie sich hier willkommen. Toyotas. Liebe zum Detail erstreckt sich auch auf den Rücksitz, wo kleine Elemente einen großen Einfluss haben. Modell, die zwischen 30.000 und 50.000 Dollar kosten, verfügen in der Regel über Klimaanlagen für die Fondpassagiere. Wenn mehr Universal Serial Bus Ladeanschlüsse und kabellose Ladealternativen hinzukommen, nimmt dieses Auto plötzlich Bedürfnisse vorweg, anstatt sie nur zu erfüllen. Diese Zusätze sind nützliche Extras, egal ob sie ein Elternteil sind, das seine elektronischen Geräte auf dem Rücksitz balanciert, oder ein Mitfahrer, der seine Fahrgäste aufladen muss. Die 32-farbige Ambientebeleuchtung ist jedoch die eigentliche Überraschung und das Element, das diesem Raum ein eher opulentes Gefühl verleiht. Sie lässt die Kabine intimer erscheinen, ist flexibel und unaufdringlich. Allein diese Funktion bietet ein Vergnügen, das der Verbraucher in dieser Preisklasse nicht erwartet. Es gibt den Kunden das Gefühl, dass dieses Auto mehr ist als nur ein Transportmittel. Es wird zu einem Raum, der ihnen zugehören scheint. Es ist wichtig, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um über die wahre Bedeutung dieser Dinge nachzudenken. Viele Jahre lang waren Billigautos eher darauf ausgelegt, Ziele zu erreichen als Aufmerksamkeit zu erregen. Sie gaben der Funktion den Vorrang vor dem Komfort. Diese Formel wird nun von Toyota überarbeitet. Intelligente Technology. Raum und Komfort sind in diesem Auto keine Nebensächlichkeiten. Sie sind in der DNA enthalten. Jede Taste, jeder Berührungspunkt und jede Interaktion im Innenraum spiegelt diese Idee wider. Es ist ein Raum, in dem man wirklich leben kann und nicht nur ein Platz zum Sitzen während der Fahrt. Dieser Innenraum ist ein echter Gewinn für Familien. Wenn Sie Kinder haben, sind Luftzirkulation und Platz auf den Rücksitzen wichtig. Wenn Sie unterwegs Anrufe, Navigation und die Abholung der Schule unter einen Hut bringen müssen, sind USB-Verbindungen und schnelles Pairing unerlässlich. Die reibungslosen Unterhaltungsoptionen und verknüpften Funktionen machen die tägliche Fahrt für Digital Natives noch angenehmer und produktiver. Darüber hinaus führen diese Verbesserungen im Innenraum zu besseren Bewertungen, komfortableren Fahrgästen und einer ausgefeilteren Ausstattung für Mitfahrgelegenheiten. Und das alles ohne Erhöhung der Betriebskosten. Doch die Schocks hören hier nicht auf. Denn dieses Elektroauto macht auch von innen heraus eine gute Figur. Sagen wir einfach, dass es nicht das ist, was man von einem preisgünstigen Elektroauto erwartet, wenn man es von außen sieht. Plattform, die unbemerkte Revolution. Dies ist ein ausgereiftes Auto, kein Billigauto. Die stille Kraft, die Toyotas gesamten Umbruch untermauert, ist dieser Unterschied. Auch wenn der Preis von $13.000 für Schlagzeilen sorgt.
ist das, was unter der Oberfläche liegt. Das, was dieses elektrische Sport-Utility-Vehicle wirklich innovativ macht. Dieses Auto ist nicht dafür gemacht, an allen Ecken und Enden zu sparen. Von der ausgeklügelten Batteriekonstruktion bis zum Kern der künstlichen Intelligenz. Die Grundlage dafür ist Beherrschung. Im Mittelpunkt dieses Wandels stehen Toyota und GAC, eine Zusammenarbeit, die dem traditionellen Denken im Automobilbau zuwiderläuft. Die Guangzhou Automobile Group, kurz GAC, ist einer der technologisch fortschrittlichsten und effizientesten Automobilhersteller in China. GAC ist bekannt für die Herstellung von Premium-Elektroautos mit geringem Budget, funktioniert aber nicht wie ein typischer Zulieferer. Es trägt zu Genauigkeit, Geschwindigkeit und Effizienz in allen Produktionsphasen bei und funktioniert eher wie ein strategischer Co-Pilot. Toyota hat die riskante, aber strategische Entscheidung getroffen, sich in das bestehende Elektroauto-Ökosystem von GAC zu integrieren, anstatt alles von Grund auf neu zu entwickeln. Toyota gelang dies, indem es auf ein Liefernetzwerk zurückgriff, das bereits auf Schnelligkeit, Erschwinglichkeit und lokale Beschaffung ausgerichtet war. Dank der modularen Produktionsverfahren von Yosi war Toyota in der Lage, die Kosten zu senken, indem Verschwendung beseitigt wurde, anstatt Abkürzungen zu nehmen. Jeder Sensor, jede Batterie und jeder Bolzen ist Teil eines ausgeklügelten Produktionsprozesses, der eine hohe Leistung und geringe Gemeinkosten gewährleistet. Die Entscheidung von Toyota für die Lithium-Ionen-Phosphat-Batterietechnologie ist eine der wichtigsten technischen Entscheidungen für die Plattform. Obwohl ein großer Teil des Elektroautobooms auf Lithium-Ionen-Batterien zurückzuführen ist, haben diese Batterien kostspielige Abhängigkeiten, komplizierte Wärmemanagementsysteme, eine begrenzte Lebensdauer und seltene Elemente wie Kobalt und Nickel. Lithium-Ionen-Phosphat ändert jedoch die Regeln. Diese Batterien sind preiswerter, sicherer und zuverlässiger. Sie halten mehr Zyklen aus, bevor sie sich verschlechtern, laden sich gleichmäßig auf und funktionieren besser in extrem heißen oder kalten Umgebungen. Vor allem aber sind sie vor Ort einfacher zu finden. In einer Welt, in der die Versorgungsketten heikel und politisch kompliziert geworden sind, ist dies von entscheidender Bedeutung. Die Entscheidung von Toyota, Lithium-Ionen-Phosphat-Batterien zu verwenden, führte nicht nur zu einer drastischen Senkung der Batteriepreise, sondern auch zu einer längeren Lebensdauer und einer besseren Vorhersagbarkeit. Zwei Eigenschaften, die eine weltweite Skalierung ermöglichen, ohne von unbeständigen Quellen abhängig zu sein. Die Batterie ist jedoch nicht der einzige Faktor. Für seine Preisklasse ist dieses Auto erstaunlich intelligent. Der Nvidia Drive AGX Orin X Chip, eine leistungsstarke CPU, die üblicherweise in High-End-Elektroautos eingesetzt wird, ist das Herzstück des Fahrzeugs. Eine ganze Reihe anspruchsvoller Fahrerassistenzfunktionen wie adaptiver Tempomat, Spurhalteunterstützung, Objekterkennung in Echtzeit und vorausschauende Entscheidungsfindung werden von einem einzigen Chip gesteuert. Es erstellt eine dynamische Darstellung der Umgebung des Fahrzeugs, indem es Informationen von 27 Sensoren kombiniert, darunter 3 Wellensensoren, 12 Ultraschallradare, 11 HD-Kameras und mehr. Dieser Grad an autonomer Unterstützung ist beispiellos für ein Auto unter 20.000, geschweige denn 13.000. Und Toyotas Angebot ist integriert. Im Gegensatz zu Tesla, das auf seine eigene proprietäre Over-the-Air-Abonnement-Infrastruktur angewiesen ist, um viele seiner fortschrittlichen Fahrfunktionen zu aktivieren. Keine Freischaltcodes oder zusätzliche Kosten, nur echte Funktionalität direkt nach dem Auspacken. Toyotas Innovationen und Herausforderungen bei Elektrofahrzeugen. Das Unternehmen Toyota benötigte mehr als nur intelligente Software, um dieses Niveau der Technologie zu unterstützen. Um accurate Hardware in großem Umfang zu liefern, brauchte es eine entsprechende Produktions- und Logistikinfrastruktur. In diesem speziellen Fall kam das jahrzehntelange Wissen aus der schlanken Produktion ins Spiel. Um den Rahmen für ein Elektroauto zu schaffen, nutzte Toyota seine bekannten Just-in-Time-Liefersysteme, das modulare Fahrzeugdesign und die regionale Materialbeschaffung. Das Ergebnis ist ein Fahrzeug, das überall hergestellt werden kann, das auf die Anforderungen bestimmter Regionen zugeschnitten ist und das schneller und kostengünstiger geliefert werden kann als alles, was die Konkurrenten bisher geschafft haben. In der Vergangenheit war der Prozess der Entwicklung einer Plattform für Elektroautos mit hohen Kosten, einem langwierigen Iterationsprozess und begrenzten Produktionsserien verbunden. Jetzt nicht mehr.
Das Wichtigste an dieser Plattform ist, dass sie replizierbar, zukunftssicher und wendig ist. Toyota und GRC haben nicht nur ein Fahrzeug entwickelt, sondern auch ein Produktionssystem, das lizenziert, vervielfältigt und skaliert werden kann, um den Anforderungen der internationalen Märkte gerecht zu werden. Was Toyota so brillant macht, ist nicht das, was sie eingeführt haben, sondern das, was sie verbessert haben. Dies ist kein einfaches Beispiel für ein funktionierendes Auto, sondern ein Beispiel für Technik als Strategie, mit dem Ziel, dass es überall und für jeden funktioniert. Der Schritt, der die Welt in Erstaunen versetzte. Der Preis war der Schock, der in der ganzen Welt zu hören war. Und selbst bei all dem Einfallsreichtum wäre nichts davon von Bedeutung, wenn nicht auch der Preis stimmen würde. Insgesamt $23.000, das ist kaum ein Schnäppchen, sondern eher eine große Explosion. Toyota hat nicht nur den Preis für ein Elektrofahrzeug gesenkt, sondern auch den Markt für Elektrofahrzeuge völlig neu definiert. Viele Jahre lang haben die Automobilhersteller behauptet, dass es unmöglich sei, preiswerte Elektrofahrzeuge zu produzieren, ohne erhebliche Abstriche bei der Sicherheit, der Leistung oder dem Komfort zu machen. Trotz der Tatsache, dass selbst erschwingliche Konkurrenten wie Build Your Dreams und Xpeng weit über der $2.000-Grenze lagen, hat Tesla seine gesamte Geschäftsstrategie auf Premiumpreise ausgerichtet. Andererseits hat Toyota vor kurzem die Preisobergrenze durchbrochen. Und nun versucht die gesamte Branche verzweifelt herauszufinden, wie sie das geschafft haben. Die große Mehrheit der Käufer bemerkt dies nicht. Dieser Preis ist kein Preisaufschlag irgendeiner Art. Um einer Schlagzeile gerecht zu werden, handelt es sich weder um ein Einführungsangebot noch um eine abgespeckte Version. In jeder einzelnen Produktionsphase wurden strategische Entscheidungen getroffen, die zum Endprodukt führten. Durch die Nutzung der lokalisierten Lieferkette von GRC konnte Toyota kostspielige Transportkosten und Einfuhrzölle vermeiden. Durch die Verwendung von Lithium-Ionen-Phosphat-Batteriepaketen wurden die Materialkosten gesenkt. Darüber hinaus war Toyota in der Lage, seine jahrzehntelange Fähigkeit zur Kostensenkung auf eine völlig neue Fahrzeugkategorie anzuwenden, indem es sein eigenes weltweites Produktionsnetz nutzte. Dennoch ist dies vielleicht der kühnste Schritt von allen. Für Toyota ist es ein Verlust, dieses spezielle Auto zu verkaufen. Sicherlich erscheint dies paradox. Dieselbe Taktik ist jedoch für Amazons Umwandlung von einem Online-Buchhändler in ein multinationales Technologiekonglomerat verantwortlich. Sie sind nicht in der Lage, von dem Produkt zu profitieren. Sie sind es, der den Markt kontrolliert. Und danach verdienen sie mit allem anderen Geld. Im Falle von Toyota hingegen umfasst dieses alles andere eine Zukunft mit Abonnementfunktionen, verknüpften Diensten und schrittweise eingeführten Updates. Das Auto ist heute mehr als nur ein Produkt. Es ist eine Plattform, die eine kontinuierliche Beteiligung ermöglicht. Es gibt einen Grund, warum Tesla und andere Unternehmen nicht in der Lage sind, diese Aktion schnell zu wiederholen. Hohe Gewinnspannen und ein luxuriöses Branding sind die Eckpfeiler der Gesamtidentität von Tesla. Es ist ein kostspieliges Unterfangen, eine vertikal integrierte Lieferkette aufrechtzuerhalten. Der Einzelhandelsansatz des Unternehmens besteht aus Direktvertriebskanälen, die nicht über die Support-Infrastruktur verfügen, die mit einem historischen Händlernetz verbunden ist. Luxus, Innovation und Status sind alles Dinge, die die Kernkunden des Unternehmens erwarten. Eine rasche Senkung der Preise von Tesla auf das Niveau von Toyota würde zum Zusammenbruch der Rentabilität des Unternehmens, zur Verwässerung seiner Marke und zur Entfremdung der Kunden führen, die Tesla mehr als ein Jahrzehnt lang gepflegt hat. Auch wenn Elon Musk in den kommenden Jahren ein sogenanntes Budgetmodell einführen wird, wird das Unternehmen bis dahin noch aufholen müssen. Denn Toyota hat bereits geliefert, und zwar ohne das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Marke oder die Fähigkeit, langfristig Gewinne zu erwirtschaften, zu gefährden. Mit diesem Preisschild wird kein Wettlauf nach unten ausgetragen. Es handelt sich um eine Unterbrechung mit einem strategischen Top-Down-Ansatz. Toyota unterbietet nicht nur Tesla, sondern auch alle anderen Hersteller, die immer noch glauben, dass Elektrofahrzeuge Premium sein müssen. Toyota nutzt dazu seine großen finanziellen Reserven, seinen Ruf als Qualitätshersteller und seine Zusammenarbeit mit GAX. Das ist mehr als nur eine Chance für Käufer, die sich Sorgen um ihre finanzielle Situation machen und den Markt für Elektrofahrzeuge aus der Ferne beobachtet haben. Es ist ein Moment der Rechtfertigung, der soeben stattgefunden hat. Es gibt keine Beschränkung mehr, wer ein Elektrofahrzeug fahren darf. Sie sind für jeden zugänglich. Dies wurde gerade von Toyota demonstriert.
Der Preis von 13.000 ist aus diesem Grund nicht als Angebot zu verstehen. Ein Warnschuss ist abgegeben worden. Es gibt jedoch eine Sache, der ein Elektroauto nicht ausweichen kann. Und sie hat das Potenzial, zum alles entscheidenden Faktor zu werden. Negative Respect. Er ist der Engpass in der Infrastruktur. Wenn es keine Möglichkeit gibt, das Auto aufzuladen, nützt auch das idealste Elektrofahrzeug nichts. Das ist die unangenehme Realität, der sich nicht nur Toyota, sondern die gesamte Elektroautobranche stellen muss. Denn obwohl dieser neue Geländewagen in puncto Leistung, Komfort und Kosten ein echter Quantensprung ist, kämpft er noch immer mit der Infrastruktur, die das größte und hartnäckigste Hindernis für eine breite Akzeptanz darstellt. Lassen Sie uns zunächst auf die Grundlagen eingehen. Die Geschwindigkeit des Aufladens ist irrelevant, wenn es in unmittelbarer Nähe keine Ladestationen gibt. Nach wie vor ist das öffentliche Ladenetz in Ländern wie den Vereinigten Staaten und Indien uneinheitlich, lückenhaft und weit von dem entfernt, was ein solches Netz eigentlich sein sollte. Im Prinzip ist es möglich, große Entfernungen zu überwinden, doch in der Praxis kann dies schwierig sein. Autofahrer, die ihr Fahrzeug in ländlichen Gebieten, Wohnsiedlungen oder an noch nicht erschlossenen Orten betreiben, sehen sich weiterhin mit der Frage konfrontiert: Wo soll ich laden? Selbst in Ländern mit besser entwickelter Infrastruktur, wie etwa in Nordeuropa oder bestimmten Regionen Chinas, beginnt die Nachfrage das Angebot zu übersteigen. Die Stationen sind überfüllt, die Ladegeschwindigkeiten sind uneinheitlich und es fehlt an Unterstützung für schnellere Protokolle. Obwohl dieser Toyota in der Lage ist, Schnellladungen mit bis zu 150 Kilowatt zu akzeptieren, ist diese Fähigkeit nur dann nützlich, wenn die betreffenden Stationen vorhanden sind und ordnungsgemäß funktionieren. Das Problem der Vorschriften ist ein weiteres, das es zu berücksichtigen gilt. Wenn es um Emissionen, Crashtests und Batteriezertifizierungen geht, hat jedes Land seine eigenen Vorschriften. Darüber hinaus könnte die Modifizierung dieses Fahrzeugs, um all diesen Anforderungen zu entsprechen, zu Verzögerungen, einem Anstieg der Produktionskosten oder der Notwendigkeit einer regionalen Umgestaltung führen, was Toyotas Ziel einer weltweiten Markteinführung unter Druck setzen würde. Das wohl größte Hindernis ist jedoch kein physisches, sondern ein psychologisches. Wenn es um die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen geht, ist die Wahrnehmung das größte Hindernis. Es gibt immer noch ein weit verbreitetes Missverständnis unter Erstkunden, dass Elektrofahrzeuge unbequem, gefährlich oder experimentell sind. Teslas Premium-Markenfalle und das Aufkommen von Toyotas Elektrofahrzeug. Sie befürchten, in eine Falle zu geraten, zweifeln an der Reichweite und glauben nicht daran, dass Hilfe verfügbar ist, wenn sie brauchen. Theoretisch könnte Toyotas Sport Utility Vehicle, das $13.000 kostet, solche Ängste überwinden. Doch in der Praxis muss die Infrastruktur dafür geeignet sein. Ohne eine Lösung für dieses eine Problem werden auch die fortschrittlichsten Elektroautos nicht in der Lage sein, dieses Hindernis zu überwinden. Das ist genau der Grund, warum Tesla, das früher unantastbar war, jetzt direkt in die Kritik gerät. Das ist die Luxusmarkenfalle, die Tesla ist. Doch gerade das Premium-Modell, das in der Vergangenheit den Erfolg ausmachte, hat eine Schwachstelle offenbart, die bereits vorhanden war. Die hohen Gewinnspannen, die Tesla genießt, und seine Abhängigkeit von einem Statussymbol sind heute eher ein Nachteil als ein Vorteil für das Unternehmen. Die Exklusivität des Premium-Modells wird zu seiner größten Schwachstelle. Wenn man die Kosten der Leistung sowohl in Bezug auf das finanzielle Engagement als auch auf die langfristige Nachhaltigkeit des Produkts betrachtet. Preissenkungen sind für Tesla nur schwer möglich, ohne die Gewinnspannen zu gefährden, mit denen die Spitzenforschung und die weltweite Infrastruktur des Unternehmens finanziert werden. Würden die Kosten für das Model 3 oder Model Y gesenkt, könnte dies dem Ruf des Unternehmens als exklusive Marke schaden und zu finanzieller Instabilität führen. Das derzeitige Modell von Tesla zwingt das Unternehmen hingegen dazu, an einem Plan festzuhalten, der einen großen Teil der potenziellen Käufer ausschließt, die bereit sind, eine kostengünstige und zuverlässige Elektromobilität zu erwerben. Elon Musk hat mehrfach Andeutungen über einen Tesla gemacht, der zugänglicher und erschwinglicher ist. Angesichts der Kostenstruktur des Unternehmens wird es jedoch äußerst schwierig sein, diese Idee in die Tat umzusetzen. Der Fortbestand der vertikalen Integration, der hochmodernen Software und der beträchtlichen Ausgaben für die autonome Technologie von Tesla hängt von der Fähigkeit des Unternehmens ab, hohe Gewinnspannen aus dem Verkauf zu erzielen.
Tesla müsste nicht nur das Auto selbst, sondern auch die Produktions-, Vertriebs- und sogar die Markenstrategien des Unternehmens umfassend überarbeiten, um ein wirklich erschwingliches Elektrofahrzeug zu produzieren. Obwohl die Leistung und Innovation von Tesla nach wie vor verlockend sind, hat die Unfähigkeit des Unternehmens, eine erschwinglichere Alternative anzubieten, ohne sein Geschäftsmodell wesentlich zu ändern, viele potenzielle Kunden in eine schwierige Lage gebracht. Tesla ist nach wie vor für Personen attraktiv, die großen Wert auf Leistung und futuristische Annehmlichkeiten legen. Für den Gesamtmarkt stellt der erhebliche Preisunterschied jedoch eine Barriere dar, die immer schwerer zu ignorieren ist. Auf dem heutigen Markt geben sich die Verbraucher nicht mehr mit Versprechungen zufrieden. Ihr Wunsch ist praktisch. Außerdem befindet sich Tesla in einer Situation, in der es zum ersten Mal in die Defensive gehen muss. Der Toyota's US$ Electric Sport Utility Vehicle, das $13.000 kostet, bereits auf der Straße ist. Tesla ist jedoch nicht das einzige Unternehmen, das ins Visier genommen wird, während Erschwinglichkeit, Größe und Geschwindigkeit die Zukunft der Elektromobilität auf globaler Ebene neu definieren, bahnt sich in China ein Kampf an. Dieser Konflikt hat Auswirkungen auf die Zukunft der Elektromobilität. Rivalität zwischen BYD, HomeTurf, ein Konkurrent, mit dem man nicht gerechnet hat gerade die Elektroautomarke angegriffen, die jetzt in China die weltweit beliebteste ist. Das Entstehen eines Krieges in China. Building Your Dreams, BYD, wie das Unternehmen mit vollem Namen heißt, hat seit langem eine dominierende Position in der chinesischen Industrie inne. Dies verdankt es seiner wertorientierten Führungsrolle, seinem enormen Produktionsumfang und seinem Ruf, kostengünstige und effiziente Lösungen für die Elektromobilität anzubieten. Die Fähigkeit von BYD, Elektrofahrzeuge zu produzieren, die modernste Batterietechnologie mit vernünftigen Preisen kombinieren, ist das größte Kapital des Unternehmens. Dadurch hat das Unternehmen die Gunst von rund 1 Million chinesischer Verbraucher gewonnen. Das Heimspiel von BYD wurde jedoch durch Toyotas $United Electric Sport Utility Vehicle, das $15.000 kostet, erschüttert. Toyota hat sein weltweites Liefernetzwerk und seine jahrzehntelange Fertigungskompetenz genutzt, um ein Elektroauto anzubieten, das BYD auf seinem eigenen Terrain herausfordert. Während BYD erfolgreich war, indem es die Produktionskosten niedrig gehalten und diese Einsparungen an die Kunden weitergegeben hat, ist es Toyota gelungen, ein Elektrofahrzeug anzubieten, das BYD auf seinem eigenen Terrain herausfordert. Wenn es um die Gegenüberstellung von Batterietechnologie und Kostenentwicklung geht, erzeugt Toyotas Ansatz einen direkten Konflikt mit der bereits etablierten Formel, die BYD verwendet hat: die Zusammenarbeit, die Toyota mit einem bekannten chinesischen Hersteller eingegangen ist, ermöglicht dem Unternehmen den Zugang zu lokalen Ressourcen und die Optimierung der Produktion. Eine Strategie, die mit der von BYD erreichten Effizienz vergleichbar ist. Hinter diesem neuen Thema steckt mehr als nur eine Gefahr für die Wettbewerbsposition von BYD. Es handelt sich um eine Aufforderung, die Preis- und Wertvorstellungen des Unternehmens neu zu bewerten. Die Möglichkeit einer Preiskannibalisierung ist eine große Sorge. Wenn BYD seine Preise noch weiter senken würde, könnte dies dazu führen, dass die Qualität und die Innovation, die das Unternehmen bisher auszeichneten, geopfert werden. In der Zwischenzeit versucht Toyota, die Kernkunden von BYD mit einem Produkt zu gewinnen, das sowohl zuverlässig als auch technologisch fortschrittlich ist, aber nicht mit einem Premium-Preisschild versehen ist. Durch die Umsetzung dieser Strategie ist BYD gezwungen, eine Entscheidung zu treffen zwischen der Wahrung seiner bestehenden Gewinnspannen oder der Anpassung an einen Markt, der sich ständig verändert und in dem die Erschwinglichkeit ein immer wichtigerer Faktor wird. Der Kampf gleicht nun einem regelrechten Plattformkrieg, bei dem weit mehr auf dem Spiel steht als die unmittelbaren Verkaufszahlen. Und das sehen Kunden auf dem asiatischen Markt und Branchenexperten gleichermaßen so. Die Dynamik der Elektromobilität verschiebt sich, da der Druck in China weiter zunimmt. Verbraucher, die bisher den Eindruck hatten, dass Premium-Funktionen einen Premiumpreis erfordern, haben nun Zugang zu einer Option, die die etablierte Ordnung in Frage stellt. BYD könnte dadurch gezwungen sein, die Zeit für die Entwicklung neuer Technologien zu verkürzen, die Produktauswahl neu zu gestalten oder sich stärker auf die internationale Expansion zu konzentrieren. Und in Europa werden die Auswirkungen dieses Konflikts jetzt noch deutlicher spürbar. Volkswagen, ein Erbe, das derzeit auf dem Prüfstand steht.
Einst hatte Volkswagen ehrgeizige Pläne, eine führende Rolle bei der Revolution der Elektrofahrzeuge zu übernehmen. Volkswagen, ein Unternehmen mit einer langen und bedeutenden Geschichte technischer Brillanz und eine weltweite Marke, die für zuverlässige und preiswerte Transportmittel bekannt ist, hat in den Vereinigten Staaten Milliarden von Dollar investiert, um sein Geschäftsportfolio neu zu strukturieren. Die ID.-Baureihe sollte eine neue Ära erschwinglicher elektrischer Transportmittel in Europa und darüber hinaus einläuten. Und das sollte sie auch. Mit der weiteren Entwicklung der Branche sieht sich der traditionelle Automobilhersteller jedoch in seinen Zielen stark beeinträchtigt. Zwischen den Angeboten von Volkswagen und dem elektrischen Geländewagen von Toyota, der in den Vereinigten Staaten $13.000 kostet, klafft eine große Lücke. Die Volkswagen ID.3 und ID.4 scheinen nicht nur veraltet, sondern im Vergleich zum aktuellen Markt auch übermäßig teuer zu sein. Verzögerungen in der Produktion, vorsichtige Markteinführungen und die Abneigung gegen radikale Kostensenkungsmaßnahmen haben die Entwicklung eines zeitgemäßen Elektroautos erschwert. Die Strategie von Volkswagen, die auf jahrzehntelanger traditioneller Automobilproduktion beruht, hat es schwer. Mit den schlanken Produktionsverfahren und dem effektiven Lieferkettenmanagement von Toyota zu konkurrieren. Als Folge dieses Dilemmas erlebt Volkswagen derzeit eine Krise der Markenidentität. Der Ruf des Unternehmens, das bisher als Hersteller des Volksautos fest etabliert war, gerät nun in Konflikt mit einer Zukunft, die drastisch reduzierte Preise und schnellere Innovationen verlangt. Die Erkenntnis, dass die Vergangenheit von Volkswagen die höheren Kosten nicht mehr tragen kann, ist den Käufern bewusst geworden, die großen Wert auf den guten Ruf des Unternehmens als Ingenieur gelegt haben. Volkswagen steht aufgrund der Diskrepanz zwischen seiner Premium-Vergangenheit und den aktuellen Markterwartungen unter Innovationsdruck. Wenn Volkswagen keine Innovationen vornimmt, besteht die Gefahr, dass das Unternehmen seine Bedeutung völlig verliert. Die Starrheit der Lieferkette erschwert die Lösung dieses Problems erheblich. Die traditionelleren Verfahren von Volkswagen führen zu höheren Gemeinkosten und langsameren Reaktionen auf Marktentwicklungen, während Toyota durch die Prozessoptimierung Kostenvorteile erzielen konnte. Die Verbraucher werden immer anspruchsvoller und sind sich der Diskrepanz zwischen dem, was versprochen wird, und dem, was geliefert wird, immer stärker bewusst. Die Existenz dieser Kluft ist eine bittere Erinnerung für die europäischen Kunden und die Liebhaber des traditionellen Automobilbaus, dass selbst die berühmtesten Unternehmen nicht vor den Kräften des Wandels gefeit sind. Volkswagen hat nicht nur mit Schwierigkeiten bei der Produktgestaltung zu kämpfen, sondern auch in anderen Bereichen. Sie berühren die Grundprinzipien des Automobilbaus. Immer mehr Menschen beginnen, die konventionellen Vorstellungen von Luxus und Tradition in Frage zu stellen, während Toyotas preiswertes Elektrofahrzeug immer beliebter wird. Die Unfähigkeit von Volkswagen, sich schnell an die veränderten Marktbedingungen anzupassen, könnte dazu führen, dass das Unternehmen zu einem Relikt aus einer Zeit wird, in der hohe Preise der Standard waren. Neue Wettbewerber und erfinderische Techniken schreiben die Regeln neu. Infolgedessen geraten die traditionellen Richtlinien für die Produktion von Automobilen schnell ins Wanken. Hat Tesla endlich seinen Meister gefunden? Oder wird Elon Musk mit einer noch bahnbrechenderen Lösung antworten? Eines ist sicher, der Krieg um Elektrofahrzeuge ist gerade eskaliert. Wer wird Ihrer Meinung nach die Welt der Elektrofahrzeuge bis 2030 dominieren? Tesla oder Toyota? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Und vergessen Sie nicht, dieses Video zu liken, wenn Sie mehr Geschichten hören wollen, die die Zukunft vorantreiben. Abonnieren Sie und schnallen Sie sich an, denn diese Fahrt fängt gerade erst an.